Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Video zum Thema Katzenanschaffung, wie du die richtige Katze findest, die Erstausstattung, der Einzug, was danach passiert und die Kosten, die wir nur grob aufgeschrieben haben. Wir wissen auf keinen Fall alles, haben uns aber sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und interessieren uns immer noch sehr für Katzen. Bevor du mit dem Gedanken spielst, dir eine Katze oder Katzen zu holen, solltest du dir sicher sein, dass du keine Allergie hast. Besuche das Tierheim, jemanden, der Katzen hat, oder lass einen Test machen. Wenn du in einer Wohnung wohnst, solltest du zuerst den Vermieter fragen, ob Katzen erlaubt sind. Meist sind Tiere erlaubt, gehe aber lieber auf Nummer sicher. Überlege dir, ob du deiner Katze Freigang bieten kannst. Freigang ist immer natürlicher. Wenn du an einer stark befahrenen Straße lebst, geht dies nicht. Wenn du aber zum Beispiel in einem Dorf wohnst, kannst du deine Katze guten Gewissens hinausgehen lassen. Mache dir auch über die Urlaubsbetreuung Gedanken. Schaue dich nach Tierpensionen in deiner Nähe um oder sprich einfach mit Bekannten und Nachbarn, ob diese bereit wären, deine Katze in deiner Abwesenheit zu betreuen oder aufzunehmen. Suche dir am besten schon vorher einen Tierarzt aus. Er sollte in deiner Nähe sein, um lange Autofahrten zu vermeiden. Frage am besten auch andere Katzenbesitzer, welche Tierärzte sie dir empfehlen könnten. Katzen nehmen viel Zeit in Anspruch. Hast du diese Zeit? Trotz zweiter Katze solltest du dich trotzdem mit deinen Katzen täglich beschäftigen. Du musst bereit sein, auch ein bisschen mehr Geld in hochwertiges Futter und in eine gute Ausstattung zu investieren. Wenn sich deine Katze unerwartet verletzt, können hohe Kosten im Tausenderbereich anfallen. Kannst du dann auf Reserven zurückgreifen? Wenn zum Beispiel schon ein Hund im Haus ist, solltest du dir eher keine Katze anschaffen. Es kann gut gehen, es muss aber nicht sein. Zuerst solltest du wissen, ob zum Beispiel ein Hund mit Katzen verträglich ist. Die Katze sollte auch schon Kontakt mit Hunden gehabt haben. Informiere dich am besten vorher, wie eine Zusammenführung ablaufen sollte. Sei dir sicher, dass du die nächsten 20 Jahre da sein kannst. Überlege dir auch, ob eventuell ein Umzug geplant ist. Wirst du eine ähnliche Wohnung wiederfinden? Kannst du deinen Katzen zum Beispiel wieder Freigang bieten? Freigänger kann man eigentlich nur schwer zu Wohnungskatzen machen. Wohnungskatzen kannst du aber immer zu Freigängern erziehen. Du wirst überall in deiner Wohnung Haare finden. Du wirst niemals komplett haarfrei sein. Fast überall, wo sich deine Katzen bewegen, wirst du Katzenstreu finden. Besonders in der Nähe der Katzentoiletten. Meist sind Katzen zu anderen Zeiten als du wach. Bist du bereit, dies zu ertragen? Katzen kratzen oft an Stellen, wo du es nicht möchtest und oder machen Dinge kaputt. Bist du bereit, deine Wohnung katzensicher zu machen? Überprüfe alle Pflanzen. Einige Pflanzen können für Katzen giftig sein. Ich verlinke dir in der Infobox eine Liste mit giftigen Pflanzen. Wähle den Anschaffungszeitpunkt so, dass du in den ersten Wochen viel Zeit hast, dich mit deinen Katzen zu beschäftigen. Grundsätzlich sollten Katzen besonders in einer Wohnung immer paarweise gehalten werden. Katzen sind Einzeljäger, aber auf keinen Fall Einzelgänger. Dies ist bloß ein Gerücht. In Tierheimen findest du aber auch Katzen, die aus bestimmten Gründen nur alleine gehalten werden können. Diese sind dann aber meistens schon älter, aber auch ältere Katzen können toll sein. Auch für Katzen, die später Freigang erhalten, ist ein Partner besonders in der Kittenphase wichtig. Es gibt 3 Hauptmöglichkeiten, eine Katze zu finden. Zum einen kannst du Katzen aus dem Tierheim ein neues Zuhause schenken, Rassekatzen von einem seriösen Züchter kaufen und Katzen in Kleinanzeigen finden. Wenn du eine Katze aus dem Tierheim adoptieren möchtest, musst du Folgendes beachten. Kitten gibt es hauptsächlich im Frühling und im Sommer. Ausgewachsene Katzen freuen sich das ganze Jahr über ein neues Zuhause. Auf der Webseite findest du alle Katzen, denen du ein neues Zuhause schenken kannst. Meist verliebt man sich schon übers Internet in eine Katze. Du solltest das Tierheim aber mehrmals besuchen und dir dort in Ruhe auch andere Katzen ansehen. Hast du dich für eine Rasse entschieden und dich schon gut darüber informiert, über rassetypische Erkrankungen, Wesen und vieles mehr, gibt es Folgendes zu beachten. Züchter, die in einem Verein züchten, sind in Listen eingetragen. Hobbyzüchter nicht. Diese haben wahrscheinlich nur eine Webseite. Lese dir die Webseite des ausgewählten Züchters genau durch und nehme schon so früh wie möglich Kontakt auf. Gebe dem Züchter auch so früh wie möglich Bescheid, dass du ein Kitten oder mehrere kaufen möchtest. Meist gibt es eine Warteliste, da bestimmt auch andere Leute Kitten kaufen möchten. Besuche dein Kitten vor dem Abholen ein paar Mal und lass dir auch Elterntiere und Geschwister zeigen. Bringe beim letzten Besuch eine Decke mit. Deine Katze hat dann in ihrem neuen Zuhause etwas bereits Vertrautes. Bei Kleinanzeigen solltest du auf Folgendes achten. Schon an den Bildern kannst du erkennen, ob die Katzen aus guter Haltung stammen. Die Bilder sollten möglichst hell sein und die Katzen sollten nicht verängstigt in einer Ecke sitzen. Achte natürlich auch auf den Text. In diesem sollte enthalten sein, wie alt die Katzen sind, Geschlecht und Rasse, außer bei Mischlingskatzen. Besuche auch hier wieder die Katze vor dem Abholen und lass dir Geschwister und zumindest die Mutter zeigen. Lasse beim letzten Besuch auch wieder eine Decke da.
Beim Abholen sollte deine Katze immer mindestens 12 Wochen alt sein. Kommen wir zur Erstausstattung. Zu einer guten Erstausstattung gehören Näpfe für Nass, gegebenenfalls auch für Trockenfutter und Wasser. Du kannst allerdings auch einen Trinkbrunnen verwenden. Hier gibt es verschiedene Arten von Näpfen, zum Beispiel den Keramiknapf. Ein Vorteil ist, dass er sich am Anfang sehr leicht reinigen lässt. Wenn man ihn zum Beispiel für Wasser verwendet, wird dies mit zunehmenden Alters aber immer schwerer. Achte beim Kauf auf das Gewicht und dass der Napf an der Unterseite eine rutschfeste Beschichtung hat. Dann gibt es noch Plastiknäpfe. Diese lassen sich schwerer reinigen und sind sehr leicht. Sie werden gerne von Katzen umgestoßen. Nicht alle Plastiknäpfe sind auf Dauer gut für deine Samtpfote, wegen den sogenannten Weichmachern. Außerdem verkratzen Plastiknäpfe schnell. Und Plastiknäpfe sind oft eine Brutstätte für Bakterien. Edelstahlnäpfe ähneln den Keramiknäpfen sehr. Oft hört man, dass durch Speichelkontakt Krankheiten begünstigt werden sollen. Über Glasnäpfe hört man grundsätzlich nichts Schlechtes. Investiere immer in einen teureren Napf, damit er nicht splittert und so weiter. Besonders bei Plastik- und Edelstahlnäpfen solltest du auf ausführlich getestetes setzen. Eine Unterlage für den Futternapf ist sehr sinnvoll, da sie gut gereinigt werden kann. Am besten kaufst du 3 Näpfe, einen für Nass, einen für Trockenfutter und einen für Wasser. Ein Napf für Trockenfutter ist nicht notwendig. Anstelle eines Trinknapfs kannst du auch einen Trinkbrunnen kaufen. Diese verkalken jedoch schnell, wenn dein Wasser sehr kalkhaltig ist. Dafür wird das Wasser gefiltert, es sollte aber trotzdem ausgetauscht werden. Ein Trinkbrunnen kann trinkfaule Katzen zum Trinken anregen. Es kann allerdings auch schon helfen, das Wasser ein bisschen stehen zu lassen, da die meisten Katzen kein chemisch riechendes Wasser aus der Leitung trinken wollen. Wasser und Futternapf sollten nicht direkt nebeneinander platziert werden. Es sollte immer mehrere Trinkmöglichkeiten im Haus geben, da Katzen in freier Wildbahn ihren Flüssigkeitsbedarf fast vollständig über ihre Beute abdecken. Katzentoiletten oder Mistkübel sollten auch nicht direkt neben dem Futter stehen, da Katzen sehr geruchsempfindlich sind. Nassfutter oder Barf sollten die Hauptnahrung sein. Übernimm erstmal die Futtersorte des Vorbesitzers. Du kannst später immer noch umsteigen. Um umzusteigen, gibst du zum alten Futter nach und nach immer mehr vom neuen Futter hinzu, bis du dann komplett umsteigen kannst. Für Kitten solltest du ein spezielles Futter kaufen. Zu den Inhaltsstoffen von Katzenfutter aber gleich mehr. Es gibt verschiedene Wege, Katzen zu ernähren, zum Beispiel Barfen. Da musst du dich aber sehr gut einlesen, da einiges schiefgehen kann, wenn nicht die richtigen Mengen verschiedener Komponenten enthalten sind. Mehr dazu gibt's im Internet. Es gibt unter anderem auch einen Barfrechner. Am sichersten ist es oft allerdings, Kontakt mit einem Tierernährungsspezialisten aufzunehmen. Am häufigsten werden Katzen mit Nass- und Trockenfutter ernährt. Dabei solltest du auf Folgendes achten. Der Fleischanteil sollte mindestens bei 60% liegen, da Katzen Fleischfresser sind. Dieser muss klar aufgelistet sein. Bei Fleisch- und tierischen Nebenerzeugnissen kannst du dir nie sicher sein, wie viel Fleisch im Futter enthalten ist. Achte auch auf die anderen Inhaltsstoffe. Zucker, Getreide, Konservierungsstoffe und pflanzliche Nebenerzeugnisse zum Beispiel sollten überhaupt nicht enthalten sein. Dies begünstigt Krankheiten und Allergien. Nassfutter hat einen Flüssigkeitsanteil von 65 bis 80%. Das ist auch gut so, denn Katzen sind schlechte Trinker, da sie, wie bereits erwähnt, in freier Wildbahn ihren Flüssigkeitsbedarf nahezu vollständig über die Beute beziehen. Für das Trockenfutter gilt das gleiche wie für das Nassfutter. Es hat allerdings nur einen Flüssigkeitsanteil von 20%. Das ist relativ wenig und deswegen ist es auch nicht als Hauptfutter geeignet und sollte nur als Leckerli gegeben werden. Viele Katzen sind beim Futter wählerisch. Kaufe also zuerst keine Massen und probiere einiges aus. Um Nassfutter aus Dosen vor dem Austrocknen zu schützen, kannst du dir Dosendeckel kaufen. Am besten haben diese einen Griff oder sind sehr dehnbar, sonst könnte es passieren, dass das Futter zu gut verschlossen ist. Das Futter trocknet mit dem Deckel nicht so schnell aus und der Kühlschrank riecht auch nicht nach Katzenfutter. Du kannst das Futter nicht ewig im Kühlschrank lassen, auch nicht mit Deckel. Lasse deine Katze entscheiden, welches Futter und welche Napfart sie bevorzugt. Vor dem Verfüttern solltest du das Futter, wenn es aus dem Kühlschrank kommt, ca. 15 Minuten warm werden lassen. Wichtig: keine Kuhmilch für Katzen. Fast alle Katzen sind laktoseintolerant. Ihnen fehlt das Enzym Laktase. So wie einige Menschen können Katzen Durchfall und Bauchschmerzen bekommen. Katzenmilch oder laktosefreie Milch eignet sich dafür besser, sollte aber trotzdem nicht so oft gegeben werden. Achtung: Spezielle Katzenmilch enthält oft unnötigen Zucker, weswegen wir auf laktosefreie Milch setzen. Um zu testen, ob deine Katze reine Kuhmilch verträgt, kannst du ihr hin und wieder einen Esslöffel geben und sie dann genau beobachten. Du erkennst vor allem am Kot, ob deine Katze laktoseintolerant ist oder nicht. Es ist sehr offensichtlich, dass du auch eine Katzentoilette benötigst. Am besten immer eine mehr als Katze, da Katzen ihre Geschäfte oft trennen. Wir haben für Sammy nur eine Toilette und er kommt damit gut zurecht. Die Toilette sollte so groß sein, dass sich deine Katze drinnen drehen könnte.
Wenn du eine Toilette mit Deckel hast, nimmst du diesen am besten ab oder zumindest die Türe heraus. Achte auf hohe Wände, da es auch Stehpinklerkatzen gibt. Der Nachteil ist allerdings, dass es unangenehm riecht, wenn die Katze die Toilette benutzt hat. Kaufe am besten gleich eine Toilette ohne Deckel. Wenn sich deine Katze in einer Toilette mit Deckel erschreckt, kann dies sogar in Unsauberkeit enden, da die Katze in dieser für sie leicht angreifbaren Situation den Überblick behalten will. Um die Katzentoilette zu befüllen, benötigst du natürlich auch Katzenstreu. Auch hier gibt es verschiedene Arten. Es gibt Klumpstreu und nicht klumpendes Streu. Klumpstreu hat den Vorteil, dass es Klumpen bildet und diese sich sehr gut entfernen lassen. Kot muss aber extra entfernt werden. Für Kitten und Katzen, die Streu fressen, ist diese Variante nicht geeignet. Nicht klumpendes Streu bildet keine Klumpen und das Streu muss bei häufiger Verwendung 1- bis 2-mal in der Woche komplett erneuert werden. Da es keine Klumpen bildet, ist es ideal für Katzen, die Streu fressen. Zum Streu haben wir schon ein Video gemacht. Verwende bitte kein Katzengludeo und parfümiertes Streu. Meistens mögen die Katzen den Geruch nicht und werden unsauber. Auf Dauer ist es auch nicht gesund für deine Samtpfote. Passend zur Katzentoilette solltest du dir auch noch mehrere Streuschaufeln kaufen, da diese Schaufeln nicht wirklich lange halten. Für unser nicht klumpendes Streu genügt uns diese Schaufel. Für Klumpstreu solltest du dir nach der Körnergröße eine Schaufel mit dünnerem Sieb kaufen. Du benötigst eine Bürste oder einen Schwamm, um alles zu reinigen. Schwämme sollten öfter ersetzt werden, da sie eine Brutstätte für Bakterien sind. Tausche Bürste oder Schwamm nach zum Beispiel einem Wurmbefall aus. Verwende zum Reinigen kein Spülmittel, sondern heißes Wasser. Ein Kratzbaum ist sehr wichtig, besonders für Wohnungskatzen sind mehrere Kratzmöglichkeiten sehr wichtig, wie zum Beispiel noch zusätzlich Kratzbretter. Diese ersetzen allerdings keinen Kratzbaum. In jedem Raum sollte sich eine Kratzmöglichkeit befinden, besonders in Wohnungen. Der Kratzbaum sollte ein möglichst großes quadratisches Standbein haben, damit er auch bei wilden Kratzen nicht umfällt. Er sollte mindestens eine Sitzfläche und Höhle haben. Ein Katzenbett und andere Schlafmöglichkeiten dürfen auch nicht fehlen. Da Katzen gerne erhöht schlafen, solltest du von Anfang an in einen hohen Kratzbaum investieren. Es gibt wieder verschiedene Arten von Körbchen, Weidenkörbe, Kuschelhöhlen und vieles mehr. Für Weidenkörbe benötigst du zusätzlich eine weiche Einlage. Passt aber auf, denn besonders Kitten können sich verletzen. Investiere hier in einen hochwertigen Korb. Die meisten Kitten lieben Kuschelhöhlen. Erwachsene Katzen mögen diese nicht so gerne, zumindest unserer Erfahrungen nach. Kuschelhöhlen benötigen keine zusätzlichen Polster. Das nächste Katzenbett ist für Katzen, die sich auch gerne ausstrecken. Es ist sehr groß und deine Katze hat genügend Platz. Du kannst zusätzlich Polster hineinlegen. Sammy findet das aber gar nicht so toll. Meistens suchen sich Katzen ihren Schlafplatz selber aus. Meist ist dieser auf hartem Untergrund und erhöht, da Katzen ja gerne erhöht schlafen. Lege dann einfach eine Decke oder ein Polster an diese Stelle, um es deiner Katze bequemer zu machen. Katzen lieben es, erhöht zu schlafen, da sie den Überblick behalten wollen. Mit Decken kannst du dein Sofa schützen. Du kannst deiner Katze auch eine Höhle aus Karton bauen, da die meisten Katzen Kartons lieben. Sammy natürlich auch. Nicht alle Katzen, aber die meisten mögen Höhlen. Achte bereits auf einen Kratzbaum mit vielen Verstecken. Für Tierarztbesuche brauchst du eine Transportbox oder Tasche. Transportboxen lassen sich meist besser reinigen. Allerdings ist das Risiko höher, dass deine Katze während eines Autounfalls stirbt. Bei Transportboxen können sogenannte Dachöffnungen nützlich sein, da du deine Katze von oben hineinsetzen kannst. Wir haben keine Dachöffnung und haben Sammy aber gelernt, freiwillig in seine Box zu steigen. Dazu wird es auch bald ein Video geben. Um zusätzlichen Stress zu vermeiden, solltest du dir keine Transportbox von Bekannten oder Freunden ausborgen. Transportboxen und Taschen sollten stabil sein und mindestens die Größe M haben. Wichtig, kaufe immer eine größere Transportbox, wenn du zum Beispiel ein Kitten abholen möchtest. Junge Katzen wachsen schnell. Investiere dein Geld von Anfang an in eine hochwertige Box oder Tasche. Lege am besten eine Decke in die Transportbox. So machst du es deiner Katze gemütlicher. Bei den ersten Fahrten ist es sehr sinnvoll, Taschentücher mitzunehmen, da sich Katzen, die noch nie mit dem Auto unterwegs waren, schneller übergeben. Besonders für Langhaarkatzen ist eine gute Bürste ein Muss. Aber auch Kurzhaarkatzen sollten während des Fellwechsels unterstützt werden. Für die unterschiedlichen Felllängen gibt es unterschiedliche Bürsten. Katzen sollten bereits als Kitten an das Bürsten gewöhnt werden. Wir haben verschiedene Bürsten. Am meisten genießt Sammy aber das Bürsten mit dem Tangle Teaser. Es gibt allerdings auch andere Bürstenarten wie den Furminator und Pflegehandschuhe. Bei Wohnungskatzen nützen sich die Krallen nicht so schnell ab wie bei Freigängern. Um wegen dem Schneiden der Krallen nicht immer zum Tierarzt gehen zu müssen, kannst du dir eine Krallenschere kaufen. Pass auf, dass du beim Schneiden nicht den durchbluteten Teil, das Mark, erwischt. Bei Spielzeug solltest du einfach darauf achten, dass die Qualität gut ist und es nicht so schnell kaputt wird und es deine Katze nicht verletzen könnte.
Kaufe am Anfang weniger, du wirst die Vorlieben deiner Katze bald kennen. Kaufe es dann auch Dinge, die sie wirklich mag. Mit Katzenangeln und Mäuschen kannst du aber eigentlich nichts falsch machen. Für Freigänger sind Erste-Hilfe-Set und Zeckenzange ein Muss. Ein Erste-Hilfe-Set ist aber auch für Wohnungskatzen empfehlenswert, da man kleinere Wunden selber versorgen kann. Ein Tierarztbesuch bleibt aber trotzdem nicht aus. Katzengras ist besonders für Wohnungskatzen und Kitten wichtig. Es enthält Folsäure, sie regt die Produktion der roten Blutkörperchen an und hilft dabei, Haare hochzuwürgen und auszuscheiden. Du solltest dir auch Gedanken machen, wie du lüften willst. Es kommt nicht selten vor, dass Katzen sich durch den dünnen Spalt von gekippten Fenstern zwängen wollen, um nach draußen zu kommen und dabei sterben oder sich schwere Verletzungen zuziehen. Um dies zu vermeiden, kannst du ein Kippschutznetz kaufen oder ein Fliegengitter, welches speziell auf die Belastung getestet wurde. Wenn du einen Balkon hast und einer Katze darauf Auslauf bieten möchtest, musst du den Balkon zuerst katzensicher machen. Heißt, dass du ein Balkonschutznetz kaufst und dieses aufspannst. Und auch, dass du kleine Lücken schließt. Bitte kaufe kein Zeckenhalsband oder Spot-on-Tropfen für deine Katze. Sie enthalten giftige Stoffe, sie schaden sowohl Mensch als auch Tier. Katzen können hängen bleiben und oder versuchen oft mit einer Pfote durch das Halsband zu steigen. Dies kann sogar tödlich enden. Es gibt auch natürliche Alternativen. Auch zu diesem Thema verlinken wir dir jetzt ein Video, da wir schon eines dazu gedreht haben. Generell solltest du auf normale Katzenhalsbänder verzichten. Wenn du ein Halsband verwenden willst, dann eines aus Papier. Es reißt bereits bei 1 Kilo Belastung. Den Link zur Anleitung setze ich dir in die Infobox. Wenn du deiner Katze nur an der Leine Auslauf bieten kannst, solltest du dir eine besonders stabile, zum Beispiel aus Tau, kaufen. Die Geschirre in Tierhandlungen sind meist zu dünn und Katzen können sich leicht befreien. Online findest du eine größere Auswahl. Manchmal gibt es aber auch im Tierfachhandel gute Geschirre. Damit du Haare zumindest von Möbelstücken und schöner Kleidung entfernen kannst, solltest du dir einen großen Vorrat an Fusselrollen zulegen. Zur Entfernung von Gerüchen solltest du nichts Aggressives verwenden. Ein Enzymreiniger eignet sich gut dafür, bereits urinierte Stellen zu reinigen. Deine Katze wird dies sonst öfter tun. Bewahre Tierarztinformation und Impfpass, sofern du deine Katze impfen lässt, immer am gleichen Ort auf. So hast du sie im Notfall immer griffbereit. Nun positionierst du alles, was du gekauft hast. Wenn du zum Beispiel in einem Haus wohnst, stellst du erstmal alles in einem Stockwerk auf. Befülle Wasser, Futternapf und Katzentoilette. Öffne dann die Transportbox und lass die Katze in Ruhe ihr neues Zuhause erkunden. Laufe der Katze nicht nach, setze dich einfach auf den Boden und warte ab. Nach einer gewissen Zeit wird deine Katze bestimmt zu dir kommen. Du kannst ihr auch Leckerlis anbieten. Es ist sehr wichtig, dass du geduldig bist. Einige Katzen fassen schneller Vertrauen und andere hingegen brauchen Zeit. Wenn die Katze schon etwas Vertrauen zu dir gefasst hat, solltest du sie schon einmal auf die Katzentoilette setzen. Es ist gut, wenn du dir eine Woche frei nimmst. So kannst du viel Zeit mit dem neuen Familienmitglied verbringen und die Katze kann eine Bindung zu dir aufbauen. Es dauert 2 Wochen, bis sich Katzen ein bisschen eingelebt haben. Vorher sollte sie auf keinen Fall Freigang erhalten. In Österreich müssen seit 2016 alle freilaufenden Katzen kastriert werden. Das heißt, dass du deine Katze vorher kastrieren lassen musst. Eine Kastration sollte circa mit 6 bis 8 Monaten stattfinden. Es gibt Rassen, die früher geschlechtsreif werden. Dann musst du aber alles mit deinem Tierarzt besprechen. Während der ersten Nacht solltest du ein paar Mal nach deiner Katze schauen. Kitten werden wahrscheinlich nach ihrer Mutter suchen. Bei Sammy ist uns das nicht aufgefallen. Flecky hingegen, Sammys Vorgänger, hat schon nach seiner Mutter gerufen. Wir haben ein Stofftier in Sammys Körbchen gelegt. Er kuschelt heute noch gern damit. Setze deine Katze, wenn sie zu zappeln beginnt, auf die Katzentoilette. So gewöhnst du ihr die Stubenreinheit an. Auch zum Thema Stubenreinheit haben wir bereits ein Video gedreht. Es ist wichtig, dass du deiner Katze auch Schlafpausen gönnst. Nachdem deine Katze, wie bereits erwähnt, schon mindestens 2 Wochen mit dir zusammengelebt hat, kannst du sie langsam an das Hinausgehen gewöhnen. Geh am Anfang immer gemeinsam mit deiner Katze hinaus. Kommen wir nun zu den Kosten. Die hier in dem Video angegebenen Preise sind nur ungefähr und wirklich für die wichtigsten Sachen berechnet. Einmalige Kosten. Ein guter Kratzbaum kostet ca. 100 € und weitere Kratzmöglichkeiten ca. 50 € aufwärts. Näpfe kosten ca. 30 € und eine Unterlage kostet ca. 5 €. Eine Katzentoilette kostet ca. 28 €. Eine Transportbox kostet ca. 30 € und eine Transporttasche ca. 50 €. Du solltest darauf achten, dass beides die Mindestgröße M hat. Ein Katzenbett kostet ca. 40 €. Die einmaligen Kosten der Dinge, die du auf jeden Fall brauchst, liegen bei ca. 300 €. Du kannst natürlich noch mehr, wie zum Beispiel Spielzeug oder das in diesem Video aufgezählte Zubehör kaufen. Monatliche Kosten. Katzenstreu kostet ca. 20 €.
Hochwertiges Futter kostet ca. 50 Euro. Im Monat kostet eine Katze also ca. 70 Euro. Die Preise sind aber von Produkt zu Produkt verschieden. Jährliche Kosten. Futter und Katzenstreu kosten im Jahr ca. 850 Euro. Der Tierarzt kostet im Jahr ca. 100 Euro, ohne OPs und Verletzungen natürlich. Jährlich kostet eine Katze also ca. 950 Euro. Die Katze selber kostet aber auch. Eine Katze aus dem Tierheim kostet ca. 80 Euro. Die Preise variieren. Desto jünger die Katze, desto teurer ist sie. Beim Züchter beginnen die Preise bei ca. 400 Euro. Katzen aus Kleinanzeigen kosten unterschiedlich. Wir hoffen, dass wir einige Fragen beantworten konnten. Solltest du aber immer noch eine Frage haben, schreib uns doch gerne einen Kommentar.